Die Musik könnte spannender nicht sein, hier bei Tales of Berseria. Zurück auf der Gefängnisinsel und ja, was wir hier zu tun haben, das könnte noch interessant sein. Erstmal, wenn wir mal die Expedition gucken. Sehr gut. Und wir haben hier auch alle Materialien endlich. Geil, 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 geil. Nee, Spezial fehlt noch. Verdammt! Nochmal los! Verdammte Scheiße. So. Wo wollte ich noch hingehen? Einfach nochmal ganz kurz alles ein bisschen abgrasen und so. Klar, wir haben eigentlich schon mal die ganze Gefängnis, oder zumindest, sagen wir mal, 80% schon mal gesehen von der Insel und so, aber ja, vielleicht kommen wir nicht nochmal zurück und so. Und da will ich lieber jetzt nochmal alles ein bisschen abgrasen und prüfen, ob ich irgendetwas übersehen hätte. Und falls ja, natürlich, warum? So, genau. Da war ich aber... War ich schon mal, da war ich noch nicht. Das ist der Ort, wo ich damals einfach hingebracht wurde, also quasi auf die Insel gebracht wurde, so. Dann müsste im Prinzip der südliche Eingang sein. Normaler Gegner, überhaupt nichts Besonderes. Was haben wir hier noch? Oder... Nicht, dort, wo wir damals geflohen sind, kann es nicht sein, weil sonst hätte ich den auf der Karte bereits markiert gehabt. Nicht, dass ich nicht übersehen. Also, insofern. Das ist auch nichts mehr. Tja. Yeah, yeah. Oh, noch was übersehen? Trank, sehr gut. Ja, die Karte lüftet und lüftet sich. Da oben waren wir schon überall. Okay, südlicher Wachturm kennen wir, das ist der hier oben. Südlicher Wachturm, den nördlichen kennen wir auch. Da waren wir auch schon, da kommen wir dorthin. So. Das heißt, ich kann theoretisch wieder zurückgehen und dann wird es richtig geil. Neue Abenteuer an alten Orten. Ich will gerade mal ganz kurz gucken, wie bereits erwähnt, ich war hier, glaube ich, schon mal. Da war es, glaube ich, war schon mal, ganz sicher, war schon mal hier. Eventuell neue Items. Es geht ja schnell. Ne, sind bekannten Items war. Da bin ich ja hier und da geht es einen Außenpfad. Kann eigentlich im Außenpfad schon alles irgendwie. Also hier der Ort, also wo Velvet damals rübersprang. Naja, so ungefähr zumindest. Yeah. Ich bin ein Dämon. Ich kann 10 Meter in die Tiefe springen, ohne mir den Knöchel zu verletzen. Geil, Mann. Ich krieg dich, ich hab einen fliegenden Besen. Oh, ist mir zu doof. Ja gut, ich würde sagen, direkt los, Freunde, direkt zum Ziel, wo wir eigentlich hin müssen. Wir wissen, der Gefängnis ist jetzt eigentlich nicht so groß. Im Prinzip, wenn wir schon überall waren, kann ich eigentlich echt hier ziemlich schnell durchmarschieren. Außer natürlich, es gäbe irgendwo noch ein Easter Egg und so, aber Kann man ganz kurz im mittleren Raum gehen zum Gucken, aber ich bezweifle es doch stark. Ja, noch ein paar Kugeln, die kommen sowieso ständig wieder. Das war aber nicht geplant. Widerstand gegen die Erde. Es ist die Erde. Du liegst am Boden. Du bist down. Ey!
Die werden mal sterben hier. Komm mal. Aua. Aua, aua, aua. Schon krass, war. Aua. Ey, tat weh. Danke dir nur. So, nochmal von vorne. Na, komm schon. Kapiert den Kanal. Dankeschön. Ja, das muss wehtun, wa? Sehr gut, komm schon, krepiert endlich alle mal! Echt viele. Ich habe das Gefühl, es wären nicht weniger. Oh, das hat zumindest noch was ein bisschen gebracht. Bin ich doch ein bisschen überrascht. Ja, jetzt sind wir so kurz davor, wa? Egal, geht trotzdem hoch. Es wird sicher noch neue Gegner gehen, also erstmal nach U2. Aber denke mal, ein normaler Kampf dürfen reichen für ein Level Up bei 3. I think someone in your position would know. There were reports of a large riot, but I was caught up in chasing you, so I heard little else. It was a small affair, really. Velvet Rokurou and I were being held on this island. Velvet instigated the other prisoners to riot so that we could escape. She used the prisoners? Yeah. You'd expect different from me? How did it end? We didn't stay to see, but the prisoners were losing badly. At least, that's what it looked like. But if that was the case, then where did all the exorcists go? I know Oscar left to report the incident, but the other guards should have remained at their posts. Well, if they didn't flee, we have to assume they were all killed. By this headless knight, perhaps? Well, no sense losing our heads, I suppose. But it looks like we're in for a heck of a fight. All we have to do is mop up anyone who's left. Zumindest in der Theorie. Was ist Kodoku? Hä? Was ist los mit Sudoku? What was it called? Venomization, right? The dark ritual of making demons feed on each other to birth stronger ones. Eisen, how many demons does the ritual require? It's more a matter of quality than quantity. Stronger demons mean more powerful malevolence. The ritual mixes the victor's malevolence with that of the devoured, creating a terrible, bloodthirsty monster. You see, the newfound power comes at a great cost. With it, the victor's last vestiges of self-control are stripped away. So it's something even more than a monster. A seething ball of pure power and malevolence. Rokurou, don't tell me you're considering it for yourself. Of course I am. I'll consider anything that can make me stronger. You cannot be serious! What's there to be so surprised about? Well, look at Velvet. She's already eaten countless demons. You're ridiculous! He's right. If it helps me find my vengeance, I don't care. Velvet? Wait, are you really going to do it? Relax, it's not gonna happen. Becoming a monster wouldn't bother me. But when I defeat my rival, I have to be myself for it to mean anything. It's the same for Velvet. It is? Besides, if I kill a previous victor of the ritual, I'll have proved myself strong enough not to need the extra power. You're ridiculous. So ungefähr. Ja, wir kennen das ja mit dem Verschlingen. Tour mit dem Rangbonus und ich finde gerade keine Gegner mehr. Ist doch voll scheiße.
So, hier waren wir aber noch nicht. Warte, zumindest kann man gar nicht da... Sag mal. Scheiß Zoomen schon wieder. Ja, okay, ich muss schon da runter. Und die sind geradeaus. Ernsthaft, die war ich noch gar nicht? Irgendwo eine Türe offen. Kann die alle öffnen? Aha. Ja, sorry, wie gesagt, Leute, schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal hier waren. Weiß doch nicht mehr alles. Solange es nicht irgendwie ein Item hat oder spezielle Items. Ein Item oder spezielle Items, genau. Sowas zum Beispiel, also, weil es irgendwie welche Kugeln hat oder Typen zum Interagieren oder Kisten. Das ist eigentlich eher ein bisschen langweilig. Oh! Beschwerliche Dolche. Aber gucken, komme ich erst jetzt dahin. Die Verteidigung steigt, wa? Sind zwar schon schwächer als die von Kurugane, allerdings oder andererseits, die wären jetzt nicht so schlecht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass echt eine Waffe vom Anfang wäre. Zumal ich Okuro damals sowieso noch nichts geben konnte. Das kam ja erst ein bisschen später. So, okay. Dann haben wir noch so einen. Das macht schon ein paar. Und dann haben wir sogar eine Katztruhe. Wie viel brauche ich? Alter! Scheiße, ich muss da nochmal zurück. Okay, ich hoffe, in der Katztruhe alle 100% machen. Wenn es geht, würde ich sagen, ja, ich mache es 100%, aber wenn es auch nicht geht, dann ist auch Pech gehabt. Also ich hoffe, ich komme nochmal auf die Gefängnisinsel zurück, weil 50 am Schluss dann sagen, ja, Pech gehabt, shit happens und so. Wäre schon doof. So, günstiges Treffen. Und da kommt die mystische Arte. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ja, sehr gut. Immerhin für Lafiset ein Level Up. Level 30, sehr schön. Wir haben schon wieder einen Rangbonus. Muss man eigentlich ausnutzen, wa? Wenn wir mal typische so Rangbonus haben, kommt kein Gegner. Verarschen? Glaub ich einfach nicht, ey. Und Rangbonus ist... Boah, da könnte jetzt ein kopfloser Ritter sein. Ich komme nochmal zurück, schön. Ich hätte gerne noch irgendwo einen Speicherpoint gehabt, weil... ach komm, pack ich auch so. The Headless Knight. He must be the product of the venomization. Well, he definitely looks vicious enough. Not as vicious as our velvet, though. Das hat sie gehört. Also dann, antike Rüstung. Er ist untot, Widerstand gegen Feuer, okay. Dann mache ich das richtige Team zusammen. Ich würde sagen, wir gehen direkt drauf los, wa? Schwäche normalen Wasser, sehr gut. Jo, kann losgehen. Der erste Streich und der zweite, wie ihr wisst, folgt zugleich.
Und er hat dann noch Schwäche gegen Wasser. Schick doch da mal. Sag mal. Ernsthaft? Du bist so ein Schwächling? Och komm, einen epischen Bosskampf gefreut. Das wird so episch, das ist da vorbei. Well, that takes care of that. Yeah. I feel something again. More malevolence? No, another Earth Pulse point. It must be on this island. I sense it too. It's very close. Directly underneath us, I would guess. Ja, aber dann müsste sie echt Velvet sein, weil sie war ja da unten. Und sie ist ja auch im Fury, hat es selbst schon gesagt. Also insofern, oh, Goku wieder 4. Hä, wieso hat er wieder 4? Kann man gar nicht dazu seine mystische Art einsetzen? Das könnte auch sein. What is this place? Welcome to the most secure cell in the entire complex. The darkest hole in Titania. Feel anything, Laphicet? Yeah, I think this is the Earth Pulse point. If this cell is where the Earth Pulse point is, then does that mean it housed a Therian? Yeah. And a real hungry one at that. Every day, they would toss demons into its cell. It would devour its fill, then wipe the blood from its lips. Never once realizing, it was delivering to Inominat the malevolence of hundreds of demons and prisoners. And then one day, there appeared before it a female Moloch, who shattered the barrier and freed the Therian from its cage. But the Therian knew no mercy, and it devoured its liberator. And it was then... It was then I obtained the power. The power to avenge my brother. Velvet, you're a Therian? This prison island was a feeding ground for the Therian, harnessing the malevolence created by the prisoners within. But because Velvet escaped, the malevolence went out of control. Wow, the same darn thing that happened back in Kamawana's village. Lord Artorias would never have done such a thing. No? What's so unbelievable? That he used his wife's brother as a human sacrifice? That he imprisoned his wife's sister? Because that's what your damned holy shepherd did! All to get his hands on Inominat's power! I'm sure he had a reason for... A reason? To spare the world of its pain? Don't give me that! Who will spare my brother's pain? Who will soothe my brother's despair? He murdered my little brother Laffy! And you'll stand there and tell me it was for the greater good? At any rate, that's one less Therian for us to track down. Velvet. Help! Eleanor! Kamoana? What? Did Velvet yell at you so hard you're starting to hear voices now? I have a feeling something's wrong. Kamoana could be in danger. But we already beat the Headless Knight. I still can't shake this feeling. Please, let's go back and check on them. Los geht's. Übrigens, epischer Auftritt von Velvet. Ich habe mich schon lange mal gefangen, wenn es mal eine Beherrschung verliert und endlich mal den ganzen Zorn rausschreit. Ach ja.
Aber ich vermute, es wird echt das gewesen, dass Artorius einfach von der ganzen Geschichte erfahren hat und so, wegen dem Opfer und diesem Ort des Bösen von damals, von vor 3 Jahren. Damit irgendwie in Illuminats Macht zu gelangen, dachte sich so, ja, er war ja sowieso selbst schon total, ja, wie soll ich sagen, vielleicht sogar von Selbstvorwürfen oder so, innerlich zerfressen. So, Velvet is a Therian, is she? I knew there was something off about her. But it's what she cried out that's really on my mind. Laphicet, is Velvet truly Lord Artorias' younger sister? She never told me. If it were true, I suppose it would explain her knowledge of Lord Artorias' training. If you're so curious, why not ask her yourself? Hey Velvet, what's your connection to Artorias? Rokuro, have some tact! I heard you whispering. It doesn't bother me. Artorias was married to my late sister, Celica. He was our brother-in-law. We lived together for more than 10 years. That does explain a few things. So he sacrificed his little brother and turned his sister into a Therian. But you were his family. To his view of the grand scheme, family is inconsequential. The needs of the many outweigh the needs of the few. All he did was act according to his ideal logic. Well, enough chit-chat. Let's get moving. Ja, danke Spiel fürs Unterbrechen. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, eben halt durch den Verlust einer Frau und natürlich auch durch seinen Schwertarm, sprich, hat sich einfach hilflos gefühlt. Das können er überhaupt nicht, das ist gar keine Monster hier. Okay. Also wäre er auch in allem schuld und so weiter und das... Ah, da sind ein paar hier. Und dass er vielleicht dadurch halt dann wirklich noch mehr zu den Idealen glaubt, von wegen, ja, für die Bedürfnisse der vielen, bla bla, er kennt das Ganze, ja. Muss auch die Velvet is a Therian who consumes malevolence. And too much malevolence is what changes people into demons. Strong enough malevolence can persist after the person who created it dies, turning their corpse or spirit into a raging monster. That's how undead and phantom demons come about. Then the demons Velvet killed turned back into humans because she devoured their malevolence. Yeah, and consequently, they avoided becoming undead or anything like that. So she saved them. Well, I mean, a corpse is a corpse, of course. Do you think she could devour only the malevolence and turn a living demon human again? Unfortunately, that's impossible due to malevolence's self-reinforcing nature. When Therians are connected to Inominat through an Earth Pulse point, they seem to be able to absorb small concentrations of malevolence from the surrounding area, and inhibit the creation of new demons. But any human who builds up enough malevolence to turn into a demon will keep producing malevolence as long as they live. That's right. To devour any malevolence, I need to cut it off at the source. That's how my powers work. Velvet, I'm sorry. I don't mind it. Actually, I find it convenient. This way, I'll never forget my hatred for Artorias. Plus, as long as you stay away from an Earth Pulse point, you get to keep the power of any malevolence you consume. Fuel for my hatred, yes. Zumindest in der Theorie. Ja, was ich eben wieder sagen wollte, bevor ich da ständig unterbrochen werde. Ich denke echt halt, dass Artorius dort die ganze Zeit und so, ich sage jetzt mal 3 Jahre, dort einen Verlust, der er selbst erlebt und so weiter, halt wirklich, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, noch mehr an seinen eigenen Spruch glaubte, für das Wohl des Ganzen ist alles andere scheißegal, quasi. Deswegen hat er von allem, was eigentlich öffentlich ist, für einen großen Helden verehrt, und Wahrheit ist einfach nur jemand, der, wie ich behaupte, einen leichten Weg geht. Sorry, aber das ist eigentlich echt eine Methode, um den, ja, den leichten Weg zu gehen und die Drecksarbeit, wenn man so sagen möchte, anderen zu überlassen. Okay, wir sind bereits da. Natürlich ist der falsche Weg, Freunde, dann nur gerade das Part noch vorbei ist, und wir müssen in den nächsten Folge angucken, bevor die Flammenhexe auftaucht. Ja, so einmal zur Theorie zumindest. Ist fast leer. Ja, danke schön. Ich muss... Oh, verdammt, wie kann ich jetzt hier das Ganze aufladen? Sowieso eine gute Frage, wieso es überhaupt leer ist. Ich habe es eigentlich... Gut, die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her, da schon, aber ich habe es eigentlich draufgeladen nach dem letzten Mal. Egal, wie gesagt.
kann man ganz kurz... Gleich kurz beenden, so. Ah, da 2 Level-Ups, cool. Wer wird auch gleich. Einfach ein Nessenpartner mit 31 reicht. Ja, kann nicht schaden. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part geht's hier weiter. Wer wird da, wo ist da gerade dabei? Wer ist schon wieder? Komonor. Ich kann den Namen nicht aussprechen, verdammt. Wer ist wohl dabei, der kleinen Furion-Dame? Ich sag's mal so. Etwas anzutun oder das Ganze nur Einbildung? Was ist noch alles geschehen hier auf der Gefängnisinsel von Titania? Aber ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht nicht unbedingt um sie geht, aber vielleicht sogar ein bisschen mehr um Prince Percival. Mal schauen. Bis dahin, ciao zusammen.